20. September 1983, 23:44 Uhr. Ein sowjetisches Teleskop in den Kaukasusbergen erfasst einen Stern. Plötzlich erlischt er für 17 Sekunden. Dann flammt er mit einer Hitze wieder auf, die 12-mal stärker ist als die Oberfläche der Sonne. Die Astronomen am Teleskop erstarren. So etwas gibt es nicht. Wenige Stunden später landet der Bericht auf dem Schreibtisch eines KGB-Agenten. Sein Stempel knallt darauf: Geheim. Darunter steht: mögliche Luftraumverletzung durch unbekannte Energiequelle. Die Sonnenstation von Kislovodsk war 1983 kein Ort für Science Fiction. Sie diente zwei Herren: der zivilen Astronomie und der militärischen Aufklärung. Ihr Infrarotteleskop verfolgte sowjetische Satelliten, beobachtete US-Aufklärer und registrierte gelegentlich Weltraumschrott, der in der Atmosphäre verglühte. Doch in dieser Septembernacht erfasste es etwas, das in keine dieser Kategorien passte. Bei den Koordinaten RA 03H12LM, Deklination vom 20. verdunkelte sich ein Objekt wie ein Lichtschalter und strahlte dann mit einer Wärmesignatur, die kein Komet, keine Supernova und kein verglühender Satellit erklären konnte. Um 3 Uhr morgens erreichte der Bericht KGB-Oberst Viktor Petrov. Das Memo 12-38-78, das bis heute teilweise unter Verschluss ist, beschreibt das Ereignis sachlich. Anomale Infrarottransiente. Dauer 17 Sekunden. Wärmeabgabe 12-fache Oberflächentemperatur der Sonne. Doch eine handschriftliche Notiz am Rand, 2012 freigegeben, verrät, was wirklich gedacht wurde. Mögliche Luftraumverletzung durch unbekannte Energiequelle. Zivilberichte unterdrücken. Petrovs Team stellte sich 3 Fragen. War es eine Waffe? Ein defekter sowjetischer Satellit? Oder etwas, das sich jeder Erklärung entzog? Innerhalb von 2 Tagen wurde Nikolai Kardaschow hinzugezogen, der Astrophysiker, der 1965 die Skala zur Klassifizierung außerirdischer Zivilisationen entwickelt hatte. Seine Theorie: fortgeschrittene Zivilisationen hinterlassen messbare Energiesignaturen. Typ I nutzt die Energie eines Planeten, Typ 2 die eines Sterns, Typ Indriat die einer ganzen Galaxie. Als Kardaschow die Daten aus Kislovodsk sah, soll er gesagt haben: Das entspricht dem Energiesignal einer Typ-2-Zivilisation. Keine Waffe, kein technischer Defekt, sondern eine Megastruktur, vielleicht eine Dyson-Sphäre, die sich kurz in Erdnähe aktivierte. Das originale Infrarotspektrogramm aus Kislovodsk ist bis heute nicht öffentlich. Was in den Archiven liegt, ist eine geschwärzte Version, ganze Abschnitte unleserlich. Der Grund? Ein vollständiges Spektrogramm könnte verraten, ob die Energiesignatur künstlich war. Handelte es sich um die Abwärme eines Dyson-Sphärentests, um einen gezielten Energiestrahl oder um etwas, das sich jeder bekannten Physik entzieht? Die Schwärzungen des KGB hatten Folgen. 40 Jahre lang konnte kein unabhängiger Wissenschaftler die Daten prüfen. Die Geheimhaltung des Kalten Krieges hat uns vielleicht die Chance genommen, das erste mögliche Anzeichen außerirdischer Technologie zu untersuchen. Die Koordinaten des Vorfalls: RA 0312M, Deklination Plausin 48 2x12 zeigen auf eine heute unauffällige Region im All. Doch Ende 2023 wird das James Webb Weltraumteleskop mit seinem MIRI-Instrument genau diesen Punkt anvisieren. Seine Aufgabe: nach denselben Wärmesignaturen zu suchen, die die Sowjets 1983 entdeckten. Falls es sich damals um einen Test einer Dyson-Sphäre handelte, könnte das JWST ihn erneut erfassen. Oder es findet nichts. Und wir stehen vor einer unbequemen Frage. War das Ereignis von 1983 ein einmaliger Vorfall? Oder führt dort draußen jemand weiterhin Experimente durch, während wir erst jetzt die Technologie entwickeln, um sie zu sehen? Die Geheimhaltung der Sowjetunion hatte viele Gründe. Sie sollte nicht nur UFOs vertuschen, sondern alles, was auf technologische Schwäche oder Überlegenheit hindeuten konnte.
Wäre die Anomalie eine US-Weltraumwaffe gewesen, hätte ihre Bestätigung einen Propagandakrieg ausgelöst. Wäre es ein gescheitertes sowjetisches Experiment gewesen, das Gleiche. Und wenn es außerirdisch vertürt war? Das war eine Frage, die keine Regierung des Kalten Krieges öffentlich stellen wollte. Das Ergebnis: 40 Jahre Stillstand bei der Untersuchung eines der seltsamsten astronomischen Ereignisse der Geschichte. Heute bleiben uns nur ein paar freigegebene Dokumente, ein verschwundenes Spektrogramm und ein KGB-Bericht, der mit denselben Worten endet, mit denen er beginnt: weitere Beobachtung erforderlich. Die letzte Zeile des KGB-Berichts war keine Zusammenfassung, sie war eine Aufforderung. Weitere Beobachtung erforderlich. 2027 wird das James Webb Weltraumteleskop diesen Auftrag endlich erfüllen. Findet es nichts, bleibt die Anomalie von 1983 eine Fußnote des Kalten Krieges. Ein Rätsel, zu seltsam, um es freizugeben. Doch wenn es etwas findet, dann könnte die Nacht, in der die Erde unsichtbar wurde, der Anfang einer Geschichte sein, die wir gerade erst zu begreifen beginnen. Wenn dir Geschichten gefallen, die wahr sind und sich wie Science Fiction anhören, dann abonniere den Kanal. Und schreib in die Kommentare, wo du gerade zuschaust. Bis zum nächsten Mal.